Hi, ich bin Danny, bin 28 Jahre alt und arbeite seit 2021 am DHL Drehkreuz Leipzig am Truckdock und bin dort Lead-Hand. Ich nehme euch heute mit und ja, was erwartet euch? Das Truckdock ist zuständig für die LKW B- und Entladung. Es kommen Inbounds, sogenannte LKWs, die Fracht reinbringen, und Outbounds, die Fracht wieder mitnehmen. So, ich bin nun am S-Bahnhof Borna angekommen. Das Gute ist daran an DHL, DHL bietet dir ein sogenanntes Jobticket, mit dem du ganz entspannt mit der S-Bahn fahren kannst. Sie pendelt immer stündlich oder halbstündlich von Leipzig bis Schkeuditz oder je nachdem. Mein Zug ist auch nun da. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Nachtschicht und wir sehen uns wieder. Bis gleich. So, ich bin nun mittlerweile am Hub angekommen. Die DHL stellt Shuttlebusse, die vom S-Bahnhof Schkeuditz ganz entspannt die Mitarbeiter hoch zum Hub transportiert, um den Weg nicht zu laufen. Das ist einer der schönen Vorteile, die DHL uns bietet. Für mich geht es jetzt in die Umkleide, umziehen und dann durch den Security-Bereich dann zum Einstechen und dann zeige ich euch den Weg zum Truckdock. Dann kommt mal mit. So, wir befinden uns jetzt hier im Terminal 1, im Hauptgebäude des DHL Drehkreuz Leipzig. Ich bin nun auf dem Weg zum Truckdock. Wichtig ist auch hier, wie ihr gleich seht bei den Kollegen, die mir entgegenkommen, eine Warnweste ist Pflicht, weil in der großen Ops, wie ihr hier seht, herrscht hier regelrechter Stapelfahrerverkehr. Gleich am Truckdock angekommen, werden erstmal die Kollegen begrüßt und dann schauen wir mal, was die Nachtschicht bringt und was an Aufträgen ansteht. So, hier seht ihr das Truckdock. Gerade eben wird ein Inbound abgefertigt. So, wir befinden uns hier auf der Brücke zwischen dem Offload 5 und dem Truckdock. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist die Brücke mit unseren 2 Entladetoren von insgesamt 15 vom Truckdock mit dem Offload 5 verbunden. Die Brücke hat 2 Schienen. Die eine Schiene ist gerade belegt, wie man hier sieht, durch Offload-Fracht. Speziell die Fracht, die für das Offload 5 bestimmt ist, kommen über unsere Inbound-Tore 1 und 2 schneller zum Offload 5 und müssen nicht durch die Treiber rumgefahren werden und dort entladen werden. So, hier sind wir auf dem Weg zu meinem Arbeitsplatz. Hier ist das ganze Herzstück des Truckdocks. In unserem Büro bin ich dafür zuständig, die Movements zu überwachen und die jeweiligen Inbounds und Outbounds an die Tore zu verteilen und die Fracht an diese Tore liefern zu lassen. Die Tore sind systemseitig hinterlegt, somit dass die Treiber wissen, wo sie die entsprechende Fracht auch hinfahren müssen. So, vor uns haben wir einen sogenannten Inbound, also einen LKW, der Fracht reinbringt. Ich nehme euch jetzt mit und zeige euch, wie so ein Inbound bei der Abfertigung bei uns halt aussieht. So, hier haben wir eine PGA. Die PGA können wir leider hier nicht verwiegen. Die müssen wir ins Offload T3 schicken, weil eine PGA ist ein 20 Fuß Blech, umgerechnet 6 Meter lang. Hey Marvin. Hier am Tor 5 ist die Bühne etwas speziell, weil es eine sogenannte Schwerlastbühne ist und hier viel mehr Tonnen transportiert werden können, unter anderem wird das 20 Fuß Blech, was bei den anderen Tor nicht möglich ist. F04. Es werden die Nummern verglichen und die Einheiten jeweils neu verwogen. Yes! Zudem kommunizieren wir mit dem Fahrer, dass er die Einheiten abhebt. Die Kollegen ziehen die Einheiten vor auf die Waage und teilen dann mit, oder ich lese es ab. Manchmal haben wir auch den Fall, dass wir in den LKW rein müssen, weil die Einheiten zu schwer sind oder sich ein bisschen verkeilt haben und nicht gleich von alleine losrutschen. So, beim Paletten stehen die Einheiten jeweils immer unten, die Nummern. Da wird auch kontrolliert. Ja, okay, danke.
Da wird auch immer kontrolliert, dass die Nummern stimmen. Wenn nicht, melden wir diesen Truckwatch und es wird geändert. So, das war's auch schon mit unseren Inbound. Tor schließen und Zettel ins Büro bringen. So, hier seht ihr die ganze Inbound-Fracht, die da steht und bereit ist abzuholen. Und wir warten auf die Treiber, damit wir die beladen können und die Fracht ihren weiteren Weg bis zum Zielort zu sich nehmen kann. So, nachdem wir die Fracht vom Dolly runtergezogen haben, gehen wir jetzt mal ins Hauptbüro an meinem Arbeitsplatz und schauen mal, was uns als nächstes erwartet. So, angekommen im Büro, schaue ich, was es uns als nächstes erwartet. Wir haben jetzt hier vor uns ein Outbound. Ein Outbound ist ein LKW, wo die Fracht das LEJ Hub Leipzig verlässt und zu der zugehörigen Destination gefahren wird. Außerdem bei einem Outbound wird nochmal zusätzlich jeweils die Nummern verglichen, ob auch die richtige Fracht nun wirklich hier steht. Systemmäßig ist das auch alles hinterlegt, aber wir richten uns nochmal nach dem 4-Augen-Prinzip. Wenn dies alles passt und der LKW am Tor steht, werden wir den beladen. Und dies seht ihr gleich. So, zusätzlich zu dem Outbound noch wichtig, die Security Bescheid sagen. Die dürfen nämlich das Tor öffnen, sonst können wir nicht machen. Ebenfalls wichtig, das Movement des LKWs mit unserer Ladeliste zu vergleichen. Nicht, dass es der falsche LKW ist und die falsche Fracht an den falschen Ort gerät. Und wenn das alles stimmt, fangen wir an mit der Beladung. So, Loks runter. Das ist das Bedienpult und so gleitet die Fracht hinein. So, wenn der LKW beladen ist, kriegt der LKW wieder sein Movementzettel. Derjenige, der beladen hat, unterschreibt noch. Das Tor wird geschlossen und dann schreiben wir noch die Beladezeit auf. Also Fazit von der Schicht. Es war eine sehr ruhige Nachtschicht. Wir haben alle Aufträge, alle Movements abarbeiten können, die für uns geplant waren. Es gab keine Vorkommnisse, alle sind zufrieden. Nun warten wir auf die Frühschicht. Ich warte auf meine Kollegen, die ins Büro kommen. Mit denen mache ich dann die Übergabe und dann heißt es für mich ab nach Hause. Feierabend. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Wurde auch dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter anpacken-drl.de und werde Teil des Teams.